Hallo und willkommen zu Lonestar. Wir spielen Agatha Christie, der ABC-Mörders. Das letzte Mal hatten wir irgendwie die ganzen Zeugen einbestellt, aber ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen, warum wir das gemacht hatten. Die waren plötzlich alle da. Da war ich etwas überrumpelt. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Ja, aber ist doch nicht unser Problem, oder? Wollen wir uns hier nicht erstmal ein bisschen umschauen? Zum Beispiel im Spiegel gucken, ob der Moustache sitzt. Aber wir dürfen anscheinend jetzt hier nicht rein. War die oben, oder? Ja, das sieht gar nicht gut aus. Stirbt die gerade? This poor woman is very ill. Dazed Eyes. Clenched Fist. Painkillers. This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Ach so, sollen wir sie jetzt ansprechen? It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Okay. Dafür haben wir gerade festgestellt, wir können nicht mit ihr reden. Mr. Poirot? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. The telephone in the hall is ringing. Müssen wir runtergehen zum Telefon? It's closed. Lady Clark is in pain. I have to give her an injection of morphine to ease her suffering. Ja, okay, wir gehen erstmal ans Telefon. Muss das sein? Das ist wohl das Telefon. The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Grey be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. War das wirklich die Nurse oder war das nochmal die Mrs. Grey? It is now the right time. Ist das der Löwe? Here is the skeleton key. Wer macht denn sowas? Hier soll es 2 Punkte geben, aber den ganzen Löwen darf ich nicht anschauen. April 1925. Aceh Province, Sumatra. Ja, die armen Tiere hier. Da wird sich der Hastings ganz wohl fühlen. Lady Clark is in pain. I have to give her an injection of morphine to ease her suffering. Naja, ob sie dann nicht umstirbt und dann heißt, wir waren's. Lady Clark is in pain. Ja, ja, ja. Ich darf jetzt nichts anderes machen. Ah,
Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. Ask what she has to say about the murder. Remind her of your invitation to come and see her. Madame, you are tired, so I will get straight to the point. What can you tell me about this business? What business, Mr. Poirot? No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Cheston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Gray. Miss Gray? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go, immediately. You are entitled to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to. Oh. Sie eingeschlafen? Hier soll es noch was zu entdecken geben. Ich würde gerne in die Spiegel schauen, darf ich aber nicht. This subject would probably be useful to me. Ein Bronzekamm? This subject would probably be useful to me. Ein Silberkamm. Okay, jetzt wird's aber kammig. This couple appears to be having fun. Lady Clark and Sir Carmichael. Lady Clark, radiant. Lady Clark Fun and Sir game. Carmichael were very happy, but they did not have any children. Noch so This ein Kamm. subject would probably be useful to me. Gold. Das können wir uns wohl nicht anschauen. Wake up, Lady Clark, and continue questioning her. But that's very rude. She's sleeping. I must find a way to wake her up gently. Sie irgendwie anstupsen geht nicht. Jetzt schauen wir I mal, was must hier find a way ist. to wake her up gently. Würde ich ja, da könnte ja was drin sein. I must find a way to wake her up gently. It is not the right time. I must find a way to wake her up gently. Na super, also darf ich hier unten anscheinend gar nichts machen. She's sleeping. I must find a way to wake her up gently. Die Feder hilft ja wohl nichts.
Ganze aus Bronze. Und Gold. Zumindest mal die Farbe. Können wir das Radio vielleicht anmachen? Lady Clark and Sir Carmichael were very happy, but they did not have any children. Nein, darf ich nicht. I've finished with this subject. Okay, das will er nicht mehr angucken. Fenster darf ich auch nicht öffnen. Hier auf die Füße treten darf ich ja vermutlich auch nicht. Das wird alles zu ihr gehören, wenn ich da unten hinklicke. She's sleeping. I must find a way to wake her up gently. Also ich habe gerade nichts dabei, um sie aufzuwecken. She's asleep. I must... Da muss doch unten noch was sein. Hier ist gerade nichts. Das ging nicht. Da ist er irgendwie sinnlos ans Telefon gegangen, warum auch immer. I must find a... An der Tür klingeln? I am not going to leave Comside now. I still have some things to do. Ja, ich bin noch ein paar Mal hoch und runter, um zu schauen, was es gibt. Also das ist ja jetzt echt doof. Dass man das Kästchen hier nur findet, wenn man da dieses Handsymbol nimmt und sich nicht die ganze Gegend da anschaut. Das hatten wir ja vorhin schon angeguckt, hat er nur die Bilder gesehen. The mechanism appears to be broken. This spring appears to be broken. I hope that Hastings will not be cross with me. 1. Aber in welche Richtung? Zwei. Kann auch andersrum sein. This part appears to be working. Ich höre aber keinen Ton. Na super, was für eine Aktion. Oh, what are we talking about? Ah, yes, Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her, but for me she was nothing but a hypocrite. Approve or indicate that Sora did a good job? Ja, wir wissen ja gar nichts drüber. Miss Grey was a hard worker, though. Thank goodness. Fortunately, she was good at her job.
I don't see why you all think you should have to defend that girl. Remind her that Sora is an orphan. Admit being wrong about Sora. You are very harsh. Do not forget that the girl is an orphan. Yes, and she used the fact to get around men. Take Franklin. He's fallen for her sweet talking charms. Oh, he's a lovely boy, very plucky and sure of himself. But so naive. Oh, when it comes to women. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, wir haben überhaupt nichts, was uns das sagen lassen sollte. Miss Grey did look after you very Aber well, vielleicht ist though. sie jetzt total durchgeknallt. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Miss Grey? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coomside? That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember well. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. It would be best to leave her to sleep now. The telephone in the hall is ringing. Schon wieder. Ey. Dann gehen wir mal runter. The telephone is ringing? Ja, ich weiß. Kann ich mich nicht ein bisschen umschauen? It is not the right time. Ah ja, okay. Hello? Poirot, is that you? Hastings here. Ah, hi, Thank you for calling. Hastings. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty orphans, mine old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. So, dürfen wir uns jetzt umschauen? Ja, Inspect the Mansion haben wir jetzt. Hatten wir schon in den Spiegel geschaut? Wenn nicht, kann nicht schaden, das nochmal zu tun. How am I going to open this trunk? Let us examine it. Aha, hier brauchen wir irgendeine Kombination. That does not appear to be very useful. Useful. Halt. Da war was. (1927). Aber wer macht denn die Kombination auf das Ding drauf? Das wäre ja sehr seltsam, oder? Den anderen Aufkleber da oben kann ich nicht angucken. Dabei hätte ich den ganz interessant gefunden.
Leaving the code on the trunk. What a strange character Franklin is. Oh, wieder eine Puzzlebox. Aha. Da kann man eine Uhrzeit einstellen. Was ist das? Da kann man irgendwelche Bilder einstellen. Eine 5. Zwanzig. Das sind irgendwie 2 Punkte. Eine 7. Vielleicht muss man das auf 7:20 Uhr stellen. Halt 20 ist ja da oben. So, what is this sound? I should be able to open the trunk now. There we are. Hört einfach nicht auf, das Ding. Was ist das? Kann ich nicht erkennen. Leer. Nochmal leer. Irgendein Werkzeug. Why has Franklin put an Allen key inside his trunk? I'll borrow it for a minute. Kann man einen Zug benutzen. Whiskey and other good quality drinks. Mr. Clark really has refined tastes. Whiskey and other good... An Allen key. It can be used in 5 positions. Ah, okay. Wie kriege ich den wieder zurück? An Allen key. Den will ich nicht. Man muss die Taste drücken. Müssen wir mal schauen, was passt da von oben in dieses Loch rein. Aber das habe ich nicht so genau erkannt. Ah, Dreieck. Okay, dann müsste der jetzt hier passen. Echt jetzt? An Allen key. It can be used in 5 positions. Brauche ich jetzt wirklich jede Kombination?
Another screw. Wer hat denn bitte so einen Koffer? Der ist ja total umständlich zu öffnen. Brauchen wir Stunden. This engraving is not very easy to understand. I need to sort it out. Eieieiei, also, was nu? It is blocked. Okay, it is blocked. Ah, Moment. Das sieht gut aus. Ah. Großbritannien, Irland. Franklin must really love his country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release. Ja, es wird aber auch Zeit. Also der Koffer ist ja total anstrengend hier. A signet ring? Wir haben doch schon mal eingesehen, ein A Signet signet Ring. ring with a code written on it. 1587. It may be useful to me. Eben, dann nehmen wir einfach den Clark Signet Ring. Den nehmen wir einfach mal mit. Können wir sicher gut gebrauchen. Comside's private collection. Purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Den Drachen können wir uns aber leider nicht anschauen, oder? Sir Carmichael's... Nein, können wir nicht. Bilder können wir uns nicht anschauen. The door is locked. Hatten wir nicht einen Schlüssel? This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. No dust on the records from A to D. They've been handled recently. No known names. Disappointing. Ja, aber vielleicht wurden die ausgetauscht. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No known names. Disappointing. Oh. Very disappointing. Da waren wir schon mal. I see some papers that were not there the first time I visited. Valuers report property. Building land located in Comside, Churston client, Sir Carmichael Clark, April 15, 1935, Court and Brunskill office. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Okay. These daggers are only ceremonial weapons.
I do not think that the crime weapon is here. Das hat man eigentlich schon angeschaut, ha? Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road. Lady Clark, your wife is suffering from... I estimate that Lady... Das hatten wir schon. Da ist irgendwie das Fenster offen. Ah, hier ist nochmal ein Decker. Sonne, Sonne, Sonne. Ist das wieder ein Rätsel? I've already seen similar daggers. Darf ich wohl nicht mitnehmen. Es hat die an der Brust gehabt. A dark dragon for a bright-haired maid. C. Gerade eben konnten wir schon fast lesen. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Aha. Was haben wir hier? Arsenik. Auch sehr gefährlich. Hm? Können wir es nicht öffnen? Compass, point to the south. Bronze and magnetite, Han Dynasty, circa 210 BC, purchased in Hong Kong 1935. Wieso haben wir uns das angeschaut? There are some very valuable objects here. South ist Upward. Traditional Chinese Map. Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. Also eine Kopie. Muss man die Kopie sage ich schon, muss man da den Kompass drauf anwenden auf dieses Ding, aber wir können ihn nicht verwenden. Ich würde mir gerne den großen Drachen anschauen, aber ich glaube, das geht nicht. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Order and method above all. Let us finish examining the mansion while no one is around. Dann vielleicht in den anderen Raum gehen. Da haben wir noch eine Tür. Die schaut dann ja sehr seltsam an. Noch eine Karte. Thinking. About what? World. I think that signet ring should be placed here. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Na super, aber ich weiß es nicht.
Das müssen wir dann nochmal machen, aber ich weiß da jetzt keine Zeichen. Ja, aber diese Spieluhr, die macht einen ja ganz verrückt. Oh, noch ein armer Bär. Ah, hier ist ein July Zeichen. Ein 1920. Bär. Alaska Peninsula. Das sind also die ganzen armen Viecher, die er umgebracht hat. February 1922, South Africa. Gewehre. Franklin appears to be very active. .375 caliber rifle. Impressive collection. Franklin Tennis Clark racket. appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Ja, und eine Umweltsau. Sehe ich schon. Na, ich kann die zwei aber nicht drücken jetzt hier drüben. Weil dann brauche ich noch die andere. A Chinese symbol is engraved on this metal disc. Like this character appears to be the right way round. Okay. Like this character appears to be the right way round. Raten wir da jetzt nur? Like this character appears to be the right way round. Das sind wieder so Felder, da geben die die Kombination. Like this character appears to be the right way round. So, irgendwas Seltsames. Well. The characters engraved on this padlock resemble those engraved on the metal discs. Ja, aber wer soll sich das jetzt merken können, bitte? Müssen wir jetzt echt einen Stift in die Hand nehmen und es uns abzeichnen? Ich habe doch nicht so ein gutes Gedächtnis. Schon gar nicht für sowas hier. So, das ist die Nummer 2. Und alles irgendwelche Js. Ich frage mich echt, wie man solche Zeichen lesen kann. Die sind total kompliziert. So. Okay. Dass ich aber auch alles durchwühlen muss. Das war der dritte. Das ist der erste. Das ist der zweite. Dritte und der vierte war schon. Ah, sehr schön. At last, the cupboard is open. Naja, at last ist gut. War ja erster Versuch. Genteel and wild. English countryside revisited. Alistair Bradford, A.B. Ich hätte aber gern die Rückseite gelesen. The English countryside is back in fashion. By English, I don't mean British.
but a very specific image of rural England, a patchwork quilt of green fields bordered by hedgerows, a landscape where skylarks sing and wildflowers flourish, a bucolic idyll peopled by honest, hard-working farming folk gathering in the harvest. Ja, und wo sollen die sein? Diese good people da halt? Da war ja noch was. Gut. The Railway Children, E. Nesbit. The Illustrated Railway Children. A family who moved to Three Chimneys, a house near the railway after the father, who works at the Foreign Office, is imprisoned after being falsely accused of spying. The children befriend an old gentleman who regularly takes the 9:15 train near their home. He is eventually able to help prove their father's innocence, and the family is reunited. The family take care of the Russian exile Mr. Spetsebansky, who came to England looking for his family, later located, and Jim, the grandson of the old gentleman who suffers a broken leg in a tunnel. Ah ja. For Franklin. Und Effie's Christmas, 1910. Also Franklin ist ein Eisenbahnfan. As with devious decades in the 1930s, Hong Kong was the gateway to China, and all international flights terminated at this British outpost. By 1937, trans-Pacific flights from North America to China were becoming more regular, with a commercial run from San Francisco through Honolulu, Midway, Wake Island, and Guam to Hong Kong. Imperial Airways also carried passengers and mail into Hong Kong as part of its mail route to Australia. Passengers on this line would stop in Penang before disembarking in Hong Kong. Traveling in China, a practical guide for English travelers. Helmet, flask, and rifles. Franklin is very well equipped. Okay, wir müssen uns also nochmal umschauen nach den ganzen Zeichen hier im Haus, damit wir herausfinden, welche Tasten wir hier drücken müssen. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.